morning and welcome to the Humorex booth at the IWA 2024. We will have a little walk of our booth and I will show you what novelties will expect you this year. There are many things to come, and so you'll get an overview what you can expect when you visit here, or even if you can't visit us, check it out online on this video. We're going to start with one of our highlights, the UX Iconics, which is a PCP rifle, which is pretty lightweight, so it's also entry level. It's suitable for beginners, and we have 6 different versions. We have 2 calibers, 4.5, so 1.77, and 22 as well as 5.5 millimeters. Then we have the possibility to shoot a single shot out of a shot tray or with a rotary magazine with 10 rounds, and it has a built-in 100cc tank, and the Picatinny rail on top allows you to mount several optics. For everyone who was always a little bit hesitant about PCP rifles because they are more pricey than a brake barrel or whatever, or more complex in regard of the handling, this could be definitely an option to sneak into the PCP area and check out what you can do with that, because PCP shooting is a lot of fun because you can continue shooting. So that's absolutely, for all of you who are curious about PCP, check it out with the UX Iconics. We're going to continue with our 2 new UX brake barrel pistols. It's the SPA 60 and the SPA 100 with a longer sight radius and the longer line of sight, of course. It's a 4.5 millimeter, so 1.77 brake barrel, which is easy to handle. It's something for the beginners. It's something on the entry level. You see the design is a little bit different from what we had before, because with a gray color with the red elements, it looks different, and that's good because it is a different pistol, especially aiming to the market for all the beginners or the younger shooters who are out there and looking forward to join the world of air pistol brake barrel sports shooting. Another one of our interesting novelties in regard of air guns is our spring-operated under-lever Marlin BB rifle. So this is suitable for steel BBs in 4.5 millimeters, of course. It has a magazine for 650 BB, so you have a lot of shooting out of that one. This is still a prototype, so the overall colors may differ a little bit to the serial production, but this has an adjustable rear sight. It's easy to handle, it's very lightweight, so it's suitable for the beginners all out there, and we are very curious to see how it will be accepted by our customers. We are looking forward for you to check it out. One of the most important and kind of dominating topics here at our booth this year is optics ready, and in regard of Glock, of course, it's called MOS, Modular Optic System. So we have the possibility to mount a variety of red dot sights directly on the slide of the gun, like with the original MOS system from Glock. And here, for example, we have the Glock 17 Gen 5 MOS, and here the Glock 19 Gen 4. I will come back to the MOS topic in a minute when we get over to the airsoft, because we have quite a variety of airsoft pistols with optics ready systems. So the only thing I want to show you right here now at the air guns is our Walther PDP, because that is pretty interesting. It's the compact version, it's the 4-inch version. It comes as a set with the RDS8 point sight, or it comes as a single gun. This is the first compact version, non-blowback, 4.5 millimeter BB. So this is something which is suitable for the entry level because it's a very good price point. And check it out as soon as it's on the market. We will have a closer look at the optics ready topic right at the airsoft guns in a minute. Trust me, I know what I'm doing, and everyone who thinks that sounds familiar might recognize this iconic Smith & Wesson 629 with the iconic logo on the handle scale, on the ivory-like handle scale. This is a 4.5 millimeter BB with a standard metal loading shells you already know from our M29 and 629 series. So this is a special piece for all of you who recognize the famous TV series back from the 80s. If you're my age or around that, you easily might recognize that. The youngest of yours, check it out on YouTube and have fun with this really beautiful replica from that series. The next member of this family is the Smith & Wesson 629 competitor with a massive
barrel sleeve, which includes the weights here under the barrel, which can be shifted in the original version to move the center of gravity to compensate the recoil of this one. Of course, for the air gun, compensating the recoil does not really make sense in the consequence, but it's a real massive piece. It's really heavy. It feels great in the hand due to the rubberized handles here. And with a rail on top, you can mount a red dot sight. If you prefer shooting iron sights, of course, you have the adjustable rear sight. So this is a very nice 4.5mm BB gun with the familiar loading shells, the metal shells for the 4.5mm BBs. The last one, but not least, of course, is more for the friends of the Western shooting. This is the Colt Single Action Army in a limited edition for the collectors out there. It has that little poker coin as an inlay in the handle. It has the golden cylinder, the golden trigger, and the golden hammer. This also works in caliber 4.5mm BB with the familiar loading shells we already have for our other single action armies. So this is not only a beautiful piece for all those who are friends of the Western action shooting, but it's also a very beautiful collector's item for your showcase at home. The next one is our Colt 1911 Classic, which has a very, very nice appearance because the matte black finish is a very nice contrast to the original walnut wood scales with the diamond checkering. So this 12 gram CO2 BB air gun 4.5mm is not only for all those recreational shooting enthusiasts who like to do a little bit of plinking or whatever. It's also a very nice collector's piece because the overall shape and appearance is really, kind of noble, you can say. Absolutely. Check it out. So as I already mentioned when we had a look at our air gun novelties in regard of the optics ready, we have quite a selection of new guns with optics ready system. For example, two Glock 17 Gen 5 Moss. Both are CO2, 6mm BB, of course. And why do we have two of those? They're quite different because one is ready with 1 joule for also all those airsoft players for the playing field, and the other one is more for the recreational shooter who wants to have a little bit more power with 2 joules and who wants to have a little bit of fun when plinking or shooting in the backyard or wherever. So this one is completely with a detachable slide with the original takedown lever. And of course, the point sights are not included, so these guns come with the cover plates and you get the accessory, the optional adapter plates to mount the different optics with Trichicon, with Doctor, with Leupold, or with Seymour footprint. So as we already have seen in the airgun section, we have the Walther PDP Compact in the 4-inch version. So this is available as a CO2 6mm BB non-blowback with a RDS-8 in the set, or as a single pistol without the RDS-8, and with the appropriate adapter plates you can mount almost every point sight on the market, which includes the Seymour footprint, the Trichicon footprint, the Doctor footprint, and the Leupold footprint. So there's a wide selection of point sights you can attach on the PDP and on our other optics ready guns. And we go on with our optics ready version. So now with the Beretta APX RDO red dot optics, which comes with the cover plate mounted and with a set of adapter plates. Here in this case they are included, so you can mount a wide variety of different point sights on the market with the different footprints, as I mentioned before. So this is a gas blowback and it comes in 3 different colors. It comes in black, it comes in FDE, and it comes in olive drab. So I already explained or introduced the Smith & Wesson 629 Trust Me and the competitor, so I just want to mention that those are also available in 6mm CO2 for the airsoft players or airsoft collectors. I introduced them already with the airgun, so I'll go directly to our Walther PPKS, which is a really nice piece. It comes in 2 versions. It comes as the single pistol, and it comes in the set with a mock suppressor. It's a full metal gun, blowback, gas blowback to be precise, and it's maybe it's not that highlight on the airsoft playing field, but it's definitely a highlight for all those collectors who are looking for historical, correctly replicas. And this one includes the safety with a decocking function. It also includes the authentic disassembly with the trigger guard, and so this, as a very high quality replica, is definitely something for your showcase.
So here are two of the most important, or to be precise, four of the most important novelties for us here at the show. It's the T4E TR50, the Tactical Revolver 50 Gen 2. And the most important feature is the quick piercing 2.0. So the Gen 2 features this new quick piercing, which is only actuated by hand and not with a hex key. This is a very, very important improvement because it allows you quicker changing. You don't need any tools or whatever, and it enhances the safety overall. Furthermore, we enhanced the power. So the power goes up to 13 joule for the export versions, of course, from the TR50 and the TP50 as well. Another thing is the prolonged Picatinny rail on top here, so this is a little bit longer than the others, as well as the new fiber sides, which are new on the TR50 Gen 2. And the cylinder release, the rotary magazine release, is easily accessible because we enlarged this little portion here to make it easier to actuate this lever with gloves or with bigger hands, and that makes it easier to make a quick magazine change if necessary. The overall texture is improved as well, so it gives you a little bit more grip. If you have a firm grip, if you have wet ends or sweaty hands, it feels really safe and secure in your hand and gives you kind of a palm world, I would say. It really feels good in your hand. So this is also fact with the TP50. So here you have the same improved structure, the texture on the handle. You have the 13 joule export version. Of course, the 7.5 joule version for Germany stays the same. And you have some design tweaks which make it a little bit more appealing. And again, here the ergonomics are improved by the new texture. So check out our new TR50 and TP50 Gen 2. And of course, you will see the orange ones in the background. They will be also available as the P2P, the Prepare to Protect versions, as the HDR50 Gen 2 and the HDP50 Gen 2. Now what you see here is our carbine conversion kit for the TR50, and this is compatible with all TR50s, Gen 1 as well as Gen 2, as well as the laser version, of course. And now this one is equipped with a lot of extras, as you see. Here you see the TR50 in that carbine conversion. You can easily mount it in there and changing that revolver to kind of a shoulder gun. And here we equipped it with our magnifier and the point sight, with a B-pot and with a tracer, which are all compatible but not included. Just comes with a carbine conversion kit like this, with Picatinny rails all over and with some QD attachment points to make it easy to attach a sling or whatever you want. Great stuff, check it out, gives you a lot of fun and more effect in the training. With our modern sporting arms under the brand Hammerly Arms, we got two 1911 models, the Forge H1, and we got 5 new 22 LR rifles, which are straight pull action, quick barrel change in the versions all-weather, wood antique, wood classic, walnut wood, and the wood sports over there. So a lot of new features in our new 22 rifle. If you want to check out all the details, go to www.hammerlyarms.com and check out all the technical data and everything. In our Explore world, we have some knife novelties for you, and the first of it is the PDP steel frame folder. Now with Walter coming out with the PDP steel frame pistol, of course, we had to add a PDP steel frame knife, and this comes, as the name suggests, with a frame lock with a full steel handle, with a D2 blade in the different blade shapes. So you get the bead blasted version with spare point plane, tanto plane, and the coated version you get with spare point plane and with tanto serrated. I'm really looking forward to add this to my EDC range. Great knife, absolutely. So next is the P22 strap knife. Why do we talk about a strap knife? It's because we make it the same way like we made it with a PDP already. So we're using the design of the back strap of the pistol, the exchangeable back strap, to create the handle design of this one. So this one comes with a P22 high grip texture as well, and it comes as a neck knife in the Bowie version with a satin finish blade, 440C by the way, or with a more tactical tanto blade. It comes with a nice Kydex sheath, so it's easily to be carried as a neck knife. It's lightweight, so it's very comfortable to carry. The ball chain is paracord cladded, and if you are more a friend of the tactical versions, you might check the tanto version, or as I said, the clip point version, the Bowie version, for all those who like it more traditional.
So last but not least, we got our EDC series with the new CTK1 and CTK2. This is the compact two-hand knife, which means is a two-hand opener with a nail nick in the blade. The blade is made out of 440C. It has nicely contoured G10 handles on the CTK1 and the canvas micarta handle on the CTK2. Both are liner lock knives with the 440C steel. I said it already, and it's a nice mixture of a traditional layout all in all and modern materials for carry comfort and for great versatility. And similar to that in regard of the EDC qualities is our EDK2. This is different in regard of the technique because this is a slip joint with a one-hand opener, so you can close it just like that and open it with a thumb stud, and this makes it easily legal in a lot of countries where locking one-hand openers are restricted in any way. It comes with a nicely satin finished 440C blade with a metal bolster and with a polymer handle scale, and it's a full-size knife, so you can do a lot of things with that. But with a slip joint, as I said it already, it's easily to carry in many countries. And the last one is our BUK. It's the backup knife, which we already had in a black version, in an all-black version. Now this one comes with a FDE handle, with a FRN sheath in FDE as well, and with a 440C steel blade with 4.5 millimeters thickness for a really massive and reliable knife. Thanks guys, and see you at the show. So I hope you had fun with a little walk around at our booth. We are looking forward to see you next 4 days here at the show live, and my colleagues and myself will take a little bit more time to show you all those interesting novelties. You haven't seen all of it yet, so make it possible, drop by, say hello, and we're looking forward to see you here. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen auf der IWA 2024 am Umarex-Stand. Wir werden jetzt gleich gemeinsam über den Stand gehen und uns die verschiedenen Neuheiten in den verschiedenen Produktgruppen anschauen, damit ihr einen Überblick bekommt, was dieses Jahr alles auf euch wartet. Und wir haben spannende Neuheiten. Wir beginnen mit einem Highlight. Wir beginnen mit unserer UX Iconics, einer PCP-Rifle, also einem Pressluftgewehr mit einem fest eingebauten 100 Kubikzentimeter Tank mit der Möglichkeit, entweder aus einem Shot-Tray per Einzelschuss zu schießen oder per Trommelmagazin. Wir haben die Picatinny-Schiene oben drauf und wir haben ein sehr leichtgewichtiges Gerät, das heißt also, es ist auch durchaus Einsteiger geeignet. Wir haben hier auch einen sehr interessanten Einstiegspreis, den ihr natürlich entsprechend erfahren könnt, wenn ihr online nachschaut. Und wir sind sehr gespannt, wie die Resonanz sein wird. Wir bieten diverse Energie- und Kaliberoptionen für die unterschiedlichen Erfordernisse der jeweiligen Länder an. Wir haben mit dem UX Iconics also eine sehr interessante Version für alle. Den PCP, den Pressluftgewehre, noch zu aufwendig, zu teuer, zu beschäftigungsintensiv waren. Hier haben wir eine Version, die also auch absolut Einsteiger geeignet ist und durch das geringe Gewicht auch durchaus für jüngere Schützen gedacht und geeignet ist. Die nächsten beiden Neuigkeiten sind ebenfalls im Klassikbereich, also im Bereich der Druckluftwaffen angesiedelt. Und da haben wir unsere UX SPA 60 und die SPA 100 mit dem längeren Lauf. Wir haben hier eine einsteigergeeignete Knicklaufpistole, die mit der langen Visierlinie, mit der Handballensicherung und mit der manuellen Sicherung, also auch den Einsteigern den Einstieg in den Bereich Druckluftschießen leicht macht. Die Bedienkräfte sind natürlich auch moderat, das heißt, wir haben hier also durchaus auch die Möglichkeit für jüngere Schützen, die Waffe spannen zu lassen, besonders bei der langläufigen, bei der SPA 100, weil hier ja dann die Hebelkräfte noch etwas günstiger ausfallen. Also gerade für die Einsteiger ist die lange Version dann durchaus auch eine Variante. Wir haben natürlich 4,5 mm Diabolo in der Klasse bis 7,5 Joule und eben auch mal mit der Farbgebung, mit dem Design was anderes als das normale Einerlei, das im Druckluftpistolenbereich sonst oft vorherrscht. Also keine Replika, sondern einfach eine schöne Freizeitwaffe für alle, die da mal reinschnuppern möchten. Hier zeige ich euch einen Prototyp, das heißt ein Vorserienmodell des Marlin-Unterhebelrepetierers. Wir haben hier eine Federdruckwaffe, die aber per Unterhebel funktioniert, das heißt also, die per Unterhebel gespannt wird und die mit 4,5 mm Steel BBs schießt. Das heißt, wir haben hier ein großes Reservoir für rund 650 Schuss, die ich einfüllen kann. Wir haben eine einstellbare Visierung. Wir haben hier, wie gesagt, noch Vorabteile, deshalb auch der etwas ungewöhnliche Farbton. Und wir haben ein Metallgehäuse mit Metalllaufmantel. Das Ganze auch relativ leichtgewichtig, das heißt Einsteiger geeignet für alle, die mal was anderes suchen. Und Marlin, die ja seit einiger Zeit unter Ruger laufen, das heißt von Ruger gekauft worden sind natürlich Legenden, was den Bereich der Unterhebelrepetierer angeht. Das heißt also hier
für den Verlauf des Jahres, das neue Marlin Underlever BB Rifle. Eines der dominierenden Themen bei uns am Stand dieses Jahr ist sowohl im Bereich Airgun wie auch im Bereich Airsoft das Thema Optics Ready. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel die Glock 17 Gen 5 MOS und hier die Glock 19 Gen 4 MOS, die dann eben als CO2-Pistolen den Bereich Optics Ready abdecken durch die Möglichkeit, das Rotpunktvisier direkt auf dem Schlitten zu montieren. Ich werde auf das Thema gleich noch ausführlicher zu sprechen kommen, wenn wir im Bereich Airsoft sind. Da werden wir uns das nochmal genauer anschauen. Aber wir haben hier auch im Bereich Airgun dann eben einiges, was wir euch zeigen werden. Das Zweite, was wir nämlich noch haben, ist die Walther PDP in der Kompaktversion mit 4 Zoll Lauf, das heißt mit 4 Zoll Verschluss, mit 4 Zoll Lauf. Und die Möglichkeit, sie entweder im Set mit unserem RDS 8 oder als normale Waffe, die dann hier die Coverplate montiert hat, zu kaufen. Und hier haben wir auch eine günstige Einsteigerversion, denn das ist eine Non-Blowback 4,5 mm BB-Waffe, die dann eben auch dem Einsteiger für einen angenehmen Preis die Möglichkeit gibt, mal in den Bereich Optics Ready reinzuschnuppern. Trust me, I know what I'm doing. Und jeder, dem dieser Satz bekannt vorkommt, der kennt sicher auch dieses wunderbare Stück, den Smith & Wesson 629 in der Stainless-Version, das heißt 629 Stainless natürlich, und dem bekannten Logo auf der Griffschale. Wir haben hier die 4,5 mm BB-Version, die an die bisherigen Modelle anschließt, aber hier natürlich mit einer interessanten, ja, filmhistorischen Variante dann nochmal dem Sammler einen ganz besonderen Aspekt bietet. Und in die gleiche Kerbe mit 629 schlägt unser neuer Competitor, der sich am Wettkampfmodell, also am reinen Sportmodell von Smith & Wesson orientiert, mit dem extrem üppigen Laufmantel, mit den auswechselbaren Gewichten, die im Laufmantel angebracht sind, die sich dann also auch entsprechend beim Original verschieben lassen, nicht verschieben, sondern demontieren lassen, um den Schwerpunkt der Waffe zu variieren. Das Feature haben wir nachempfunden, auch wenn bei der Druckluftwaffe die Verlagerung des Schwerpunkts zur Dämpfung des Rückstoßes naturgemäß jetzt natürlich nur bedingt Sinn macht, da sind wir uns klar. Wir haben die bekannte Ladehülsentechnik von den M29, 629 Modellen. Wir haben zusätzlich die Optikschiene, sodass ich hier also auch einen Rotpunkt-Visier anbringen kann ohne Probleme. Und wir haben die üppigen gummierten Griffschalen für den satten Grip, den die Serie ja nun per se hat. Smith & Wesson 629 Competitor. So, für den Western-Bereich haben wir natürlich auch was. Für alle Freunde des Western-Schießens haben wir den Colt Single Action Army. Hier in der Version Smoke Wagon mit der eingelegten Pokercoin im Griff. Das heißt eben auch mit der sehr edlen Version. Diese Variante ist limitiert auf 1200 Exemplare. Das heißt also immer eine strikte Limitierung. Und offensichtlich ist natürlich eben hier die goldfarbenen Akzente bei Trommel, beim Hammer und beim Abzug, die das Ganze nicht nur zu einem schönen Vitrinenstück machen, sondern natürlich auch zu einem authentischen Teil, wenn es dann mal um Western-Action-Shooting geht. Kaliber 4,5 mm. Auch hier haben wir die bekannten Ladehülsen, die Standard-Ladehülsen, die wir kennen, 4,5 mm BB und die CO2-Kapsel im Griff mit dem Anstechtool für die Schraube in der Griffschale, wie bei den anderen Modellen auch. Als nächstes schauen wir uns die Colt 1911 Classic an. Das Besondere hier ist das richtig liebevolle Finish. Das heißt, wir haben ein schönes mattschwarzes Erscheinungsbild, das wunderbar kontrastiert wird durch die geölten Walnussholzgriffschalen. Das heißt, wir haben hier keinen Kunststoff, kein Plastik. Wir haben hier richtig schöne Holzgriffschalen mit dem klassischen Diamond Checkering. Wir haben hier natürlich dann auch die CO2-Version mit den Kugeln im Kaliber 4,5 mm BB, die dann eben mit vollem Blowback hier die Freunde begeistert fürs Freizeitschießen, aber eben auch die Sammler, weil das eben auch mit diesem ja, recht edlen Erscheinungsbild auf jeden Fall ein interessantes Sammlerstück ist. So, im Airsoft-Bereich, das heißt in unserer Produktwelt Action, wie wir es nennen, haben wir, wie gerade schon angedeutet, eine Menge Waffen, die im Bereich Optics Ready neu sind. Wir haben hier zum Beispiel 2 Glock 17 Gen 5 MOS, das heißt also mit Schnittstelle für das Rotpunktvisier, das wir hier zur Demonstration montiert haben. Das heißt, es ist hier nicht im Lieferumfang enthalten. Wir haben hier eine Version für Airsoft-Spieler mit 1 Joule Energie. Das heißt also spielfeldgerecht für alle, die es entsprechend auf dem Spielfeld als Backup-Waffe nutzen möchten. Wir haben eine zweite Version, beides CO2 übrigens, mit 2 Joule für alle, die beim Schießen im Keller oder im Garten oder wo auch immer ein bisschen Spaß haben möchten, die ein bisschen Power haben möchten. Deshalb also hier dann tatsächlich auch 2 Glock 17 Gen 5 MOS. Und das Thema Optics Ready ist damit noch lange nicht beendet. Wir schauen uns gleich die nächsten Sachen an. So, wie schon im Bereich Airgun gesehen, haben wir auch im Bereich Airsoft die
Walther PDP kompakt mit 4 Zoll Lauf, die erhältlich ist als Airsoft-Version, entweder als Set mit unserem RDS 8 oder als einzelne Waffe mit der Coverplate und der entsprechenden Adapterplatte ist es dann auch möglich, nicht nur das RDS 8, sondern auch andere Point Sights am Markt zu montieren. Hier dann eben 6 mm BB als CO2 Non-Blowback, absolut Einsteiger geeignet für alle, die ins Thema MOS reinschnuppern möchten, ohne gleich ein Vermögen auszugeben, haben hier mit dem RDS 8 Set dann die Möglichkeit, das Ganze mal auszuprobieren zu einem einsteigerfreundlichen Preis. So, weiter geht's im Thema Optics Ready mit der Beretta APX RDO, das heißt also Red Dot Optics. Auch hier haben wir die Möglichkeit, die Coverplate auszutauschen gegen eine Adapterplatte, auf der sich dann, wie gerade schon genannt, die unterschiedlichen Rotpunktvisiere mit den Footprints montieren lassen. Wir haben einmal den Sima Footprint, einmal den Leupold Footprint, Trichicon und den Dr. Footprint, sodass also eine Vielzahl an Rotpunktvisieren hier auf der Beretta APX RDO montierbar sind. Wir haben einmal die schwarze Variante und dann zusätzlich einmal Olive Drab und FDE Flat Dark Earth. Auf die beiden Smith & Wesson 629, einmal den Trust Me und einmal den Competitor, möchte ich an der Stelle jetzt nicht nochmal ausführlicher eingehen, nur insoweit, als dass es sich hier um die entsprechenden 6 mm Versionen handelt, das heißt die Airsoft-Version zu den eben schon bei den Airguns vorgestellten CO2-Revolvern. Auf jeden Fall eben auch als Airsoft-Version für alle Sammler und Leute, die die Freude an großen Revolvern haben, auf jeden Fall eine interessante Wahl. Aber große Revolver, kleine Pistolen, was ebenfalls neu ist, ist unsere Gasblowback Walther PPKS in 6 mm mit, wie gesagt, Gasblowback mit der Version mit Schalldämpferattrappe oder eben auch einzelne Pistole entsprechend. Authentisch sind hier noch der Entspannhebel, das heißt die Sicherung, die die Entspannfunktion integriert und auch die realistische Zerlegemöglichkeit über den Abzugsbügel. Das ist insbesondere interessant für die Sammler. Wir haben hier eine Vollmetallwaffe, die sehr edel ausgeführt ist und die jetzt vielleicht weniger auf dem Airsoft-Feld dominieren wird, als mehr bei den Sammlern in der Vitrine ihren Platz bekommen wird. 2 der wichtigsten Neuheiten, oder genau genommen 4 der wichtigsten Neuheiten, haben wir beim TR50 und bei der TP50 in der Version Gen 2. Wir haben die beiden Modelle umfangreich überarbeitet. Am prägnantesten, am signifikantesten ist sicher das neue Quick-Piercing-System, das heißt Quick-Piercing 2.0, das sich vom bisherigen Quick-Piercing in der Anwendung dadurch unterscheidet, dass es komplett werkzeuglos ist. Das heißt, ich benötige keinerlei Werkzeug, um den Druck abzulassen. Der Druckablass ist hier in die Schraube integriert. Natürlich ist es nach wie vor möglich, den Druckpin zu betätigen, aber gerade die Möglichkeit, den Druck eben hier über die Schraube von Hand abzulassen, ist eine deutliche Verbesserung der ganzen Handhabung. Des Weiteren haben wir in den Exportversionen eine Leistungssteigerung auf 13 Joule, das heißt also auch durchaus eine signifikante Leistungssteigerung. Wir haben beim TR50 die Fiebervisierung neu, wir haben eine verlängerte Picatinny-Schiene, wir haben einen erleichterten Zugang zum Trommelentriegelungshebel, weil die Ausnehmung hier etwas größer geworden ist, und wir haben vor allem auch eine etwas griffigere Struktur, das heißt, wir haben die ganze Oberflächengestaltung bearbeitet, um das Ganze noch besser, noch griffsicherer zu gestalten und eine sichere und aber auch komfortable Handhabung zu ermöglichen. Das heißt also der TR50 Gen 2 und auch die TP50 Gen 2, die gleichen Überarbeitungen erfahren hat. Das heißt also auch hier die Griffelbearbeitung, auch hier die Leistungssteigerung auf 13 Joule. Die Fiber Sights, die sind ja vorher schon vorhanden gewesen, aber eben auch vor allem hier dann das Quick Piercing System 2.0 mit dem werkzeuglosen Druckablass. Das heißt also eine deutliche Vereinfachung der Handhabung. Natürlich haben wir das nicht nur im Bereich TVE, sondern auch im Bereich P2P, dann in den Versionen, die ihr hier im Hintergrund seht, in Orange als HDR50 und HDP50. Und hier sehen wir noch eine interessante Neuheit, unser Carbine Conversion Kit für den TR50, und zwar sowohl Generation 1 wie auch Gen 2. Das heißt, alle TR50 sind hier kompatibel, um das Ganze als Langwaffe, als angedeutete Langwaffe im Anschlagschaft fürs Spiel oder fürs Training zu nutzen. Wir haben hier einiges an Extras dran, das heißt der Magnifier und das Rotpunktvisier, ebenso wie das Zweibein oder auch der Tracer. Das ist alles kompatibel, aber nicht im Lieferumfang enthalten. Das heißt, wir haben hier reinweg den Anschlagschaft mit klappbarer Schulterstütze, um den Spielspaß und den Trainingseffekt beim TR50 nochmal deutlich zu steigern.
Im Bereich Modern Sporting Arms treten wir mit Hammerly Arms mit neuen Kurzwaffen und neuen Langwaffen an. Im Bereich der Kurzwaffen haben wir die Hammerly Arms Forge H1 im Kaliber 22 LR als klassische 1911er und wir haben unsere neue Force B1 im Kaliber 22 LR, die einige interessante Features bietet, wie den Gradzug-Repetierer, das Schnellwechselsystem für den Lauf, der einstellbare Schaft und noch einiges mehr. Wer mehr wissen möchte über die Force B1 All-Weather, über die Wood Antique, die Wood Classic, die Walnut Wood oder auch die Wood Sports, der kann sich auf www.hammerlyarms.com alle Details anschauen, alle technischen Daten zu unserem neuen Gradzug-Repetierer. Im Bereich Explore haben wir dieses Jahr einige interessante Messerneuheiten für euch. Allen voran natürlich unser PDP Steel Frame, das heißt, das ist die Steel Frame Version des bekannten PDP Folders, die hier dann eben auch komplett, klar, die Ganzstahlpistole braucht natürlich dann auch einen Ganzstahl-Gegenpart als Messer, die also mit einem Edelstahl Framelock aufwartet und mit D2-Klinge wie gehabt, einmal in Sparepoint, einmal in Tanto und dann schwarz beschichtet ebenfalls Sparepoint und Tanto Serrated. Die Dimensionen sind exakt identisch zum bisherigen PDP-Folder, aber die Edelstahl-Vollstahl-Version ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Geschichte, was das Handling angeht. Wunderbares Messer. Ich freue mich sehr darauf, das in der EDC-Range bei mir einzuordnen. So, eine weitere Neuheit ist unser schönes neues Neckknife, das P22 BSK und TSK, also Bowie Strap Knife und Tanto Strap Knife. Warum Strap Knife? Weil wir wie bei der PDP auch schon den Griffrücken der Pistole genutzt haben, um hier das entsprechende Griffdesign umzusetzen. Das heißt, das Griffdesign hier entspricht letztendlich zwei aneinandergelegten Griffrücken der P22 und wir haben hier eine schöne Kydex-Scheide dabei. Das heißt, das Ganze lässt sich dann schön als Neckknife tragen. Klingenstahl 440C, entweder die Version als Bowie Strap Knife oder halt eben dann schwarz beschichtet. Einmal die Tanto-Version für alle, die es ein bisschen mehr Tactical mögen. Auf jeden Fall beide hochgradig alltagstauglich und durch das leichte Gewicht sehr schön tragbar. So, last but not least sehen wir hier noch unsere neuen EDC-Knives. Wir haben hier das CTK1, das Clip-Point Two-Hand-Knife, einmal in der Version mit G10-Beschalung und einmal in der Version mit Canvas-Mikata-Beschalung. Natürlich besonders angenehm bei nassen oder feuchten Händen. Und wir haben ein Zweihandmesser mit Liner-Lock, mit Clip auf der Rückseite selbstverständlich. Und die Auslegung des Griffes, das heißt also das Griffdesign, das ist 3D konturiert, es ist also sehr komfortabel, es ist sehr schön zu tragen, es ist aber trotzdem ein stabiles Messer und empfiehlt sich natürlich dann eben für den EDC-Einsatz, für alle, die es ein bisschen traditioneller mögen, was die Form angeht, aber durchaus moderner, was die Materialien angeht. Und in eine ähnliche Kerbe schlägt unser EDK 2, das Everyday Knife 2, der Nachfolger des sehr erfolgreichen EDK-Messers. Und wir haben hier ein Einhandmesser mit Slipjoint, das heißt also ohne Verriegelung. Ich kann es einfach von Hand zuklappen, aber halt eben als Einhandmesser in Deutschland legal zu führen. Nicht ganz unwichtig, denn da ohne Verriegelung ist die Einhandfunktion natürlich dann waffenrechtlich ohne Belang. Es ist durchaus ausgewachsen, das heißt Full Size und ist für alle Einsatzzwecke geeignet. Das heißt, alles, was ein EDC-Messer ausmacht, ob es jetzt Pakete aufmachen ist, ob das Mittagessen ist, mal eben ein bisschen Obst schneiden oder schälen, da ist das EDK 2 auf jeden Fall erste Wahl. Und als Farbvariante eines bestehenden Modells haben wir noch das BUK, das heißt das Backup-Knife, das wir anstatt in komplett schwarz hier nochmal in der Version mit FDE-farbenem Griff und FDE-farbener FRN-Scheide haben. Klingenstahl 440C und 4,5 mm Klingenstärke für mehr als ausreichende Stabilität. BUK. So, das war der Überblick. Ich hoffe, euch hat der kleine Gang über den Stand Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, euch in den nächsten 4 Tagen hier bei uns zu begrüßen, damit meine Kollegen und ich uns nochmal die Zeit nehmen können, euch das alles ausführlicher zu zeigen. Also, wir sehen euch hier in Nürnberg auf der IWA am Stand. Wir freuen uns auf euch.